You know, when you love somebody, you want to be with them, right? Ihr wisst, wie es ist, wenn man jemanden liebt, dann sucht man auch dessen Nähe. So I came 7,600 kilometers to be with you. Also bin ich 7600 Kilometer hierher gereist, um bei euch zu sein. Because I love you Einfach weil ich euch liebe. and I want to be with you. Und ich möchte bei euch sein. And if I am a screen personality, Und wenn ich eine Persönlichkeit bin, die man auf dem Fernsehen sieht, auf Bildschirmen, and I'm covered with makeup, und ich zugekleistert bin mit Make-up and I'm reading off of a teleprompter, und ich von einem Lesegerät ablese, von einem Teleprompter, words I didn't write, das sind übrigens Wörter zum Beispiel, die ich noch nie geschrieben habe, then you'll never get to know who I am, and I never get to know who you are. dann werdet ihr nie herausfinden, wer ich bin, und ich werde nie herausfinden, wer ihr seid. So we need to spend some time together. Also ist es doch vonnöten und vielleicht auch eine gute Idee, dass wir Zeit zusammen verbringen. Yeah. You know that I have been saying that the perfect storm is on the way. Ihr habt bestimmt schon von mir gehört, dass ich gesagt habe, dass der perfekte Sturm in Anmarsch ist, auf dem And Weg. I've said that its beginning will be here by the end of spring, Und ich habe gesagt, dass die Anfänge sich schon am Ende des Frühjahrs abzeichnen werden. and that's the 21st of June. Und das Datum ist der 21. Juni. And we're going to build a big bonfire, a big Lagerfeuer that night, Und an dem Abend, an der Nacht, werden wir ein großes Lagerfeuer errichten, so that maybe everybody in Deutschland can see the Lagerfeuer. so groß, dass jeder in Deutschland dieses Lagerfeuer erblicken werden kann. Yeah. And if you can't be with me that night, then I want you to build your own Lagerfeuer. Und falls ihr an diesem Abend nicht bei mir sein könnt, dann bitte ich euch darum, euer eigenes Lagerfeuer zu entzünden. And invite all of your friends and all of your neighbors. Und dann ladet eure ganzen Freunde ein, eure Nachbarn, And sing and dance. und singt und tanzt, Yeah. Because this is a big day. weil das wird ein sehr großer Tag sein. Yeah. This is the beginning of your freedom. Das ist nämlich der Beginn eurer Freiheit, der Tag, an dem eure Freiheit beginnt. It's a Monday. It's typical German, it's a Monday. Yeah. Okay. Now tonight we have to talk about what it means to be free. Aber heute Abend geht es darum, dass wir darüber sprechen, was es überhaupt bedeutet, frei zu sein. And we have to look at what it's going to take for you to be successful. Und wir reden auch darum, was es vonnöten ist, damit ihr erfolgreich darin seid. Because I don't know of anybody in the world who wants you to be free. Weil ich kenne niemanden auf dieser Erde, der daran interessiert ist, dass ihr frei seid oder werdet. And most of them would be happy if you failed. Und die meisten wären sehr glücklich darüber, wenn ihr versagen würdet. I mean, you're the best cash cow in the world. Ihr seid der beste Goldesel der Welt. And the system that is in place now benefits everybody. Und das System, was derzeit etabliert ist, ist zum Wohle, zum Nutzen aller. Die anderen haben ihren Nutzen daraus. But it doesn't benefit you. Nur ihr nicht. Ihr habt da keinen Nutzen daraus. I've been teaching at universities for 34 years. Seit 34 Jahren lehre ich an Universitäten. And almost every year I've had young German students. Und fast jedes Jahr kommen da die jungen deutschen Studenten, Brilliant young 20-year-old students. geniale 20-jährige Studenten. About a year and a half ahead of American students. Sie sind den amerikanischen Studenten circa 1,5 Jahren im Voraus.
These young people are your future. Diese jungen Menschen sind eure Zukunft. The problem is that if I would offer them Das Problem ist, wenn ich ihnen nun anbieten würde, one of these things eine dieser Dinge and American citizenship to go along with it, und die amerikanische Nationalität einhergehend, and offer to fly their stuff from Stuttgart to San Diego, und dann nochmal anbieten würde, ihre ganzen Sachen von Stuttgart nach San Diego zu befördern, 60% of them would take the deal würden 60% einschlagen und zustimmen, without even calling mom and dad. ohne ihre Eltern anzurufen. Something's wrong with the system. Da stimmt doch irgendwas nicht mit dem System. When the very best young Germans want to run away, Wenn es darin besteht, dass die besten Deutschen flüchten wollen, they don't see a future here. die sehen hier keine Zukunft in diesem Land. And they feel that the controls are too tight. Sie haben das Gefühl, dass die Kontrollschnalle viel zu eng gezogen ist. The rules and the bureaucracy. Die Regulierung, die Gesetze, die Bürokratie. And then I have to give you another example. Und dann muss ich euch noch ein Beispiel unterbreiten. I was in Berlin a few weeks ago and I had just finished an interview. Vor ein paar Wochen war ich in Berlin und ich hatte gerade ein Interview beendet. And I was worried about being late for a meeting just like this one. Und ich war in Zeitnot. Ich wusste nicht, ob ich zu spät komme zu einer Veranstaltung, genauso wie diese hier. And you don't want to be late for Germans, Und man will für Deutsche auf gar keinen Fall zu spät ankommen. not very often. Also nicht zu häufig. So I was in a hurry to get going. Also war ich richtig in Eile und war auf dem Weg. And then this German man runs down the sidewalk and jumps into the back seat. Und dann kam so ein deutscher Mann angelaufen und ist hinten ins Auto reingesprungen. Also, William, I have to talk to you. I have to talk to you. William, ich muss mit dir sprechen. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. But you see, he didn't want to talk to me at all. Aber im Grunde genommen wollte er gar nicht mit mir sprechen. Yeah, he wanted to give me a lecture. Er wollte mir eine Lektion erteilen, mir einen Vortrag halten. One of those finger in the air lectures. Einer dieser Vorträge, wo die Zeigefinger in der Luft hängt. He says, William, you need to stop speaking to Germans. Er sagte, William, du musst aufhören, mit den Deutschen zu sprechen. He said, you're just an American. You don't know anything about us. Du bist nur ein Amerikaner, du weißt von uns rein gar nichts. And he says, you need to stop telling Germans that they're good and that they're trustworthy. Du musst aufhören, den Deutschen zu sagen, dass sie gut sind und vertrauenswürdig. He says, William, you have no idea what terrible, terrible things we have done to other people. William, du hast gar keine Ahnung, was für furchtbare Dinge wir anderen Menschen angetan haben. And he says, we're going to increase the amount of education in our school so that our children will know just how bad we are. Und wir wollen diesbezüglich die Bildung in unserem Schulsystem noch steigern, damit unsere Kinder genau wissen, wie schlecht wir waren. So these children will never forget. Sodass das wird richtig den Kindern eingebläut, sodass sie es niemals vergessen werden. He said, you're wrong by telling Germans that they are good. Er sagt, du hast Unrecht, wenn du den Deutschen sagst, dass sie gut sind. And he said, I'll give you an example, William. Er sagte, William, ich gebe dir mal ein Beispiel. He said, my grandfather was in the Wehrmacht. Er sagte, mein Großvater hat damals in der Wehrmacht gedient. And my grandfather has killed Jewish people and Russian people. Und mein Großvater hat Juden und Russen ermordet. And he said, we're ashamed of him in our home. Er sagte, zu Hause in der Familie schämen wir uns We seiner. have no pictures of him anywhere. Und es gibt keine Fotos von ihm. My Nirgends. children will never see him or know him. Er sagte, meine Kinder werden ihn niemals kennen oder ihn sehen. And he said, you see, William? Er sagte, siehst du, William? So I said, sir, could I just ask you a couple of questions? Er sagte, mein Herr, darf ich Ihnen lediglich 2 Fragen stellen? He said, how do you know that your grandfather has killed Jewish people and Russian people? Er sagte, woher wissen Sie, dass Ihr Großvater sowohl Juden als auch Russen umgebracht hat?
He said, "Oh, William," he said, "everyone knows it. We learn it in the schools." Ich dachte, oh William, das weiß doch jeder, das lernt man doch heutzutage in der Schule. And I said, "Well, sir, how many Russian people and Jewish people have you personally killed?" Und dann fragte ihn direkt, mein Herr, wie viele Russen und Juden haben Sie persönlich umgebracht? He said, "Of course, none." Er sagt, um Gottes Willen, ja, natürlich gar keine. Yeah, he said, I love Jewish people. I love Russian people. Er sagte, ich mag die Juden, ich mag die Russen. And I said, "Okay, I have one more question. Gut, dann habe ich noch eine weitere Frage. Did you ever know your grandfather?" Kannten Sie überhaupt Ihren Großvater? He said, "No, I never met him." Er sagte, nein, ich habe ihn niemals kennengelernt. I said, "Sir, I do know your grandfather, Er sagte, und mein Herr, ich kannte Ihren Großvater. and I'll tell you exactly what he was like. Und ich werde Ihnen jetzt genau beschreiben, wie er war. He was a peace-loving German man, Er war ein friedliebender deutscher Mann. and he was a freedom-loving deutscher Mann, Und er liebte als deutschen Mann auch den Frieden. and he was a family-loving German man. Und er liebte seine Familie. He had a big family, and he loved them. Er hatte eine große Familie und er liebte jeden And Einzelnen. he was surrounded by good friends, Und er war umgeben von hervorragenden Freunden. and they loved to have fun together. Und es machte ihnen Spaß, sich zu vergnügen, Spaß zu haben, Freude zu haben. And they loved to have a beer and a sausage together. Und sie genossen zusammen ein Bier oder eine Wurst zusammen. And your grandfather was in love with being German. Und ihr Großvater hat sich sehr wohl in seiner Haut gefühlt. Er liebte es, Deutscher zu sein. Everywhere he looked around him, there was beauty. Überall, wo er nur um sich herum blickte, hat er Schönheit gesehen. There was beautiful mountains and valleys and pastures, Die wunderschönen Berge, die Täler, die Wiesen, beautiful lakes and streams and rivers. wundervolle Flüsse, wundervolle Teiche, wundervolle Seen. Your grandfather thought he was the luckiest man in the whole world. Ihr Großvater hat geglaubt, er ist der glücklichste Mensch auf Erden. He was in love with being German. Er war einfach verliebt darin, ein Deutscher zu sein. And it made sense to him that he should try to protect what he loved. Und es machte für ihn absolut Sinn, das, was er so sehr liebte, zu schützen. And a lot of his friends agreed with him. Und viele seiner Freunde teilten seine Meinung. Your grandfather never had a political thought in his head. Dein Großvater hatte nicht einen einzigen politischen Gedanken. He was having too much fun. Er war nämlich zu sehr damit beschäftigt, Spaß und Freude zu haben. Your grandfather was a good man. Dein Großvater war ein guter Mann. And I turned to him and I said, "Sir, you are repeating something that the Allies have told you." Dann wandte ich mich ihm entgegen und sagte, mein Herr, Sie wiederholen etwas, was Ihnen von den Alliierten aufoktroyiert wurde. I said, "Sir, you're not thinking like a German at all." Sie denken überhaupt nicht wie ein Deutscher. You know, this guy in the back seat is everywhere in Germany. Wisst ihr, diesen Herr, der auf dem Rücksitz saß, den findet man überall in Deutschland. Every time you start feeling good about yourself as a German, Jedes Mal, wenn ihr anfangt, euch wohlzufühlen in eurer Haut als Deutscher, he jumps in the back seat, gibt es einen, der auf den Rücksitz springt. or he whispers in your ear. Oder flüstert dir etwas ins Ohr. He's miserable, Er ist nicht gut drauf, er ist schlecht drauf. so he wants you to feel miserable. Und dann möchte er natürlich, dass du auch schlecht drauf bist und dich schlecht fühlst. One last example. Ein letztes Beispiel. A gentleman allowed me to use his apartment in Berlin to have one of the meetings. Ein Herr in Berlin hat mir mal seine Wohnung überlassen, um eins dieser Veranstaltungen abzuhalten. And so we took all the precautions and closed the drapes. Also haben wir alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und haben die Gardinen verhangen. And there were about 12 people. Es waren ca. 12 Leute. And, you know, they were I think two of them were in the Bundestag, and one of them was a lawyer, and one woman was a doctor. It was a nice little group. 2 waren aus dem Bundestag, einer war eine Anwältin.
And we were just sitting down to have a really good discussion. Und da haben wir uns hingesetzt und wollten eine wirklich gute Unterhaltung führen. And all of a sudden there was a knock at the door. Und auf einmal klopfte es an der Tür. And it was the neighbor to the apartment. Und das wäre der Nachbar nebenan. And I said, "Oh, hi." Er begrüßte ihn. Hallo. He said, "I want to know if there's more than 2 families in the living Und room." er sagte, ich möchte jetzt sofort wissen, ob hier mehr als 2 Familien im Wohnzimmer sind. I'm thinking, oh my, Ich dachte, um Gottes Willen. Herr Jemine, this is modern Germany. das ist das moderne Deutschland. The guy could be watching television. Der Kerl könnte Fernsehen, He could be loving his wife. er könnte mit seiner Frau zusammen sein. No, he is bugging me. Nein, er nervt mich. So I said, yes, all 10 of these are my children. Er hat gesagt, ja, diese ganzen 10, die hier sind, das sind meine Kinder. I mean, those are the 3 examples of Germany today. Das sind jetzt nur 3 Beispiele vom heutigen Deutschland. wie es But heute you, ist. you didn't do this to yourselves. Aber ihr habt das euch nicht selbst angetan. This was done to you Das wurde euch aufoktroyiert, infiltriert, from outside, von außen, from people who absolutely hated you von Menschen, die euch gegenüber Hass erfüllt waren and were determined to put a stop to Germanness. und die waren fest dazu entschlossen, dem Deutschtum ein Ende zu setzen. And of course, they had really good reason. Und natürlich hatten sie einige gute Gründe. See, you today don't even know what your history is. Wisst ihr, heutzutage wisst ihr gar nicht mal, was eure Geschichte Or ist. you would have been born feeling wonderful about being German. Sonst wärt ihr in einem Gefühl des Wohlseins geboren worden, in eurer Haut deutsch zu sein. But these people at Bletchley Park, north of London, Aber diese Menschen, den Bletchley Park im Norden von London, they knew all about your history. die wussten ganz genau Bescheid über eure Geschichte. And they knew that they had to stop you right now. Und sie wussten ganz genau, dass sie euch kaltstellen mussten. So they came up with a cruel psychological operation. Also haben sie einen psychologischen Maßnahmenplan entwickelt, der absolut grausam war. And when you were at your absolute bottom, flat on your face, Und als ihr ganz am Ende wart, ganz auf dem Boden flach, völlig fertig, they put the psychological operation into Germany. wurdet ihr infiltriert, aufoktroyiert mit diesem psychologischen Maßnahmenplan. And every generation it's gotten worse and deeper, worse and deeper. Und von Generation zu Generation sind die Effekte immer schlimmer und tiefer And the geworden. 3 examples I gave you, the American passport, the man in the back seat, the man knocking on the door, Und die 3 Beispiele, die ich euch gerade gegeben habe, der Pass, der Mann auf dem Rücksitz und der Mann, der an der Tür klopfte, all of these are outcomes of Bletchley Park. das sind alles Ergebnisse dieses Systems von Bletchley Park. They knew exactly what made you successful over the centuries, Die Leute, die das entwickelt haben, die wussten genau, was euch zu Erfolg geführt hat im Laufe der Jahrhunderte. things that made you impossible to compete with. Dinge, die euch man konnte mit euch nicht in Wettbewerb treten. Ihr wart And in mid-1943, und Mitte 1943 over 200 brilliant men came together kamen über 200 der klügsten, brillantesten Köpfe zusammen and they put a psychological operation plan into action. und dann haben sie einen psychologischen Maßnahmenplan quasi in Betrieb genommen. That controls the way you think today. Dieser Plan kontrolliert die Art und Weise, wie ihr denkt It heutzutage. controls how you act towards each other. Es kontrolliert die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. And it was unfair in every way. Und es war ungerecht in jeglicher Hinsicht. You see, it put into your mind and the world's mind Das hat Folgendes in euer Geistgut und in dem Wesen der Welt Folgendes implantiert,
that there's something wrong with Germans. dass es irgendetwas Verkehrtes gibt mit den That Deutschen. somewhere inside of Germans something is dark and evil. Dass es irgendetwas Dunkles und Bösartiges gibt, tief im Inneren eines Deutschen. So unless Germans are tightly controlled, Deswegen brauchen Deutsche eine ganz enge Zügelführung. and mentally put off balance, Und ihr müsst geistig aus dem Gleichgewicht gebracht werden. well, then there was no end to the trouble that Germans would cause. Dann würde vielleicht ein Ende stattfinden für die ganzen Probleme, die die Deutschen verursachten. So they began working on every area of Germanness that had made you successful. Also haben sie alle Bereiche, in denen ihr erfolgreich wart, bearbeitet. They took away your history books and rewrote them, Die haben eure Geschichtsbücher entnommen und haben sie neu geschrieben. making them dark and confusing. Diese neu geschriebenen Bücher waren sehr dunkler Natur und sehr verwirrend. Which also disconnected you from your own forefathers, from your own families. Und dadurch führt es auch zu einer Trennung, einer Ablösung von euren Vorfahren, also von euren eigenen Familien, von den Wurzeln. As if they took and cut off the root of a living tree. Als hätte man die Wurzeln eines Baumes abgeschlagen, abgetrennt. And then your education system was the best in the world. It produced wonderful thinking people. Denn euer Bildungssystem war vorher hervorragend. Daraus sind wunderbar denkende Menschen entsprungen. And they put in an allied system and all allied school books that lowered the standards considerably. Und dann wurde das System von den Alliierten verändert und auch die Schulbücher wurden verändert, sodass das Niveau, das Bildungssystem ganz niedrig war. And everyone at Bletchley Park knew that the German language was the best in the world. Jeder, der im Bletchley Park war, wusste, dass die deutsche Sprache die beste Sprache der Welt war. It always helped you to succeed. Es war euch immer dabei behilfreich, erfolgreich zu sein. It was precise. Es war sehr genau And it was able to describe situations and to create things. und es hatte sehr gute Worte, um eine Situation genau zu beschreiben und neue Dinge zu schöpfen, zu kreieren. So Bletchley Park messed up your language, removing words. Also hat Bletchley Park das Ganze verwurschtelt und hat Wörter entnommen. Yes. And putting in foreign words. Und dann die wurden ausgetauscht durch fremdsprachliche Wörter. And redefining words that you needed. Und die Wörter, die ihr braucht, wurden neu definiert, neu beschrieben, neu umschrieben. And then if you wanted to search for truth, then it made sure that your media, your press, was under Allied supervision. Und wenn ihr auf der Suche nach der Wahrheit wart, dann haben sie zugesehen, die Alliierten, dass die Medien, die Presse unter der Aufsicht der Alliierten war. Es wurde also überwacht. And this goes on to 2099. Und das geht weiter bis 2099. So you have a little while to wait before you get objective truth. Also müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden, bis ihr eine objektive Wahrheit bekommt. And see, these people knew this was absolutely necessary for world peace and prosperity. Wisst ihr, diese Leute haben damals gedacht, das wäre unbedingt wichtig für den Weltfrieden und für den Wachstum. Yeah. Most of these people were British. Die meisten dieser Menschen waren Briten, Engländer. They always think of themselves as very clever. Sie halten sich für sehr klug. And they think of their German cousins across the channel as unclever. Und sie meinen, dass ihre deutschen Cousins, die über dem Ärmelkanal, auf der anderen Seite des Ärmelkanals sind, nicht so klug sind. So they had a lot of fun in doing this. Also hatten sie sehr viel Freude daran, diesen Plan zu entwickeln. And they were rewarded greatly after the war. Und sie wurden nach dem Krieg dafür groß entlohnt, fürstlich entlohnt. Yeah. You have never been able to put a name to what was wrong in Germany. Ihr konntet bislang noch nicht immer einen richtigen Begriff finden, um das zu definieren, was falsch war in Deutschland. Because Bletchley Park made sure that you could never find out about what they did.
Weil dieses Programm Bletchley Park war so konzipiert, dass ihr niemals herausfinden hättet können, was damals wirklich vonstatten It was gegangen top secret, ist. and not a word of it was ever written down. Es war extrem geheim und nicht ein Wort darüber wurde niedergeschrieben. And the people who were there had to sign papers denying that they were ever there. Und die Menschen, die daran teilgenommen haben, die mussten eine Erklärung unterzeichnen, dass sie nicht mal da gewesen sind. Because as long as the Germans never found out about Bletchley Park, they would always be trapped by Bletchley Park. Weil solange die Deutschen nicht herausfinden, dass es überhaupt Bletchley Park gibt oder was Bletchley Park ist, sind sie in der Falle von Bletchley Park. You see, you went from Germans who loved being Germans Also euer Ursprung waren Deutsche, die verliebt daran waren, deutsch zu sein, over many centuries, über viele Jahrhunderte hinweg, like the real grandfather of the man in the back seat. wie der wahrhaftige Großvater des Mannes, der auf dem Rücksitz saß. And Bletchley Park made you into Gegendeutsch or anti-Deutsch, Und Bletchley Park hat aus euch Anti-Deutsche gemacht. so that today in Germany, the greatest sin Mit der Folge, dass heute die größte Sünde in Deutschland darin liegt, is to like Germans. Deutsche zu mögen. I mean, try going out of here after our meeting Ich meine, versucht einfach mal hier nach dieser Veranstaltung einfach and rauszugehen tell people how proud you are to be a German. und erzählt jedem, der ihr begegnet, wie stolz ihr darauf seid, And how deutsch zu you sein. just woke up this morning feeling wonderful about German achievements. Und wie ihr heute Morgen aufgewacht sind und über die deutschen Erfolge so richtig erfreut wart. You know, well, you better wear a motorcycle helmet Ja, da müsst ihr euch einen Motorradhelm aufsetzen zum because Schutz. somebody's going to whack you on the Da head. kriegt ihr gleich einen Knüppel auf den Kopf. And because I do love you, Und weil ich euch wirklich liebe and your government knows that I love you, und eure Regierung weiß, dass ich euch liebe, I'm now learning that the greatest crime in Germany erfahre ich jetzt, dass das größte Verbrechen in Deutschland is to love Germans. darin liegt, Deutsche zu lieben. It makes the regime suspicious. Das Regime, die Regierung wird dadurch sehr misstrauisch. Why would anyone love Germans? Wie auf Himmels Willen, warum kommt man darauf, Deutsche zu lieben? I don't think your government trusts Germans. Ich bin der Meinung, dass eure Regierung den Deutschen nicht vertraut. When you speak through the Länderparlamenten, Wenn man durch die Länderparlamente hindurch sieht und spricht, nobody's listening. hört niemand zu. When your representatives in the Bundestag stand up to give a speech, Jedes Mal, wenn die Vertreter im Bundestag aufstehen, um eine Rede zu halten, hört keiner zu. Angela Merkel's doing her nails, Angela Merkel lackiert sich die Fingernägel, sie macht sich die Fingernägel. or she's spinning around in her chair looking at the ceiling. Oder sie dreht sich im Stuhl rum und betrachtet so die Decke. And if one of your representatives gives a really great speech, Und wenn einer eurer Vertreter eine wirklich hervorragende Rede hält, she just gets up and walks out. steht sie auf und geht. No, we have to reverse this mentality. Diese Mentalität darf umgekehrt werden. You got that right. Yep. And we have to start tonight with practical things. Und wir fangen gleich heute Abend an mit praktischen Dingen. I'm going to end a little early so that you can ask questions. Ich werde heute etwas früher zu einem Ende kommen, damit ich euch den Raum gebe, mir Fragen zu stellen. Any question you want. Egal welche Frage. It'd be good practice for you to be Germans again. Es ist übrigens eine sehr gute Übung für euch, mal wieder in eure deutsche Kraft zu kommen. Because for the last 75 years, Weil für die vergangenen 75 Jahre, Germans don't ask any questions. seit dieser Zeit stellt ihr gar keine Fragen mehr. That's the Bletchley Park New German. Und das ist dieser Bletchley Park, der Neudeutsche, aus Bletchley Park resultierend. Yep. But I need for you to do some things for me Ich bitte euch, einige Dinge für mich zu tun. because I love you. Einzig allein, weil ich euch liebe. I have a right to ask you for a promise. Und
Daher nehme ich mir das Recht heraus, euch ein Versprechen abzunehmen. I want you to promise me tonight Ich möchte, dass ihr mir heute Abend versprecht, that you will never speak another negative word dass ihr nie wieder ein einziges negatives Wort about another German über einen anderen Deutschen, the rest of your entire lives. und zwar für euer ganzes Leben, für den Rest eures Lebens. Bletchley Park brought a great deal of negativity into Germany. Bletchley Park hat Deutschland mit Negativität infiltriert. Bletchley Park turned Germans against Germans. Bletchley Park hat dazu geführt, dass die Deutschen sich gegeneinander wandten. You judge each other over little tiny things. Ihr richtet und beurteilt euch über Kleinigkeiten. That's not the way you really are. Das entspricht nicht eurem Wesen. That's part of Bletchley Park. Das ist ein Teil von Bletchley Park. So I need this promise from you. Also möchte ich euch dieses Versprechen, möchte ich gern euch abnehmen, von euch bekommen. And your brothers and sisters all over Germany need this promise from you. Und eure Brüder und Schwestern in der ganzen Bundesrepublik, die brauchen dieses Versprechen von euch. The second thing I need from you is you've got to get out of the past. Und das Zweite, worum ich euch bitte, ist, Finger, Nase raus aus der Vergangenheit. It's a trap that your enemies lay for you. Das ist eine Falle, die von den Gegnern, den Alliierten ausgelegt wurde. And you fall right into it. Und ihr fallt da immer wieder rein. If a 12-year-old child anywhere in Europe knows how to make Germans feel bad, Jede Zwölfjährige, egal wo in Europa, weiß ganz genau, welche Knöpfe zu drücken sind, um einen Deutschen sich schlecht fühlen zu lassen. they know which button to push. Die kennen die Knöpfe ganz genau. If a German's feeling good, Wenn ein Deutscher sich gut you fühlt, push the button. dann muss man folgenden Knopf drücken. Now they feel small and dirty. Und dann fühlen sie sich klein, schmutzig, die Deutschen. This has got to stop tonight. Das muss heute Nacht aufhören, heute Abend. I have already seen your future. Ich habe eure Zukunft bereits gesehen. It is bright and open and beautiful. Es ist hell, es ist offen, es ist wunderschön. It's the best period in all of German history, right ahead of you now. Die beste Zeit jemals in der deutschen Geschichte steht euch jetzt bevor. You have no more time to wrestle around with the past. Es gibt jetzt keine Zeit, es ist Zeitverschwendung, sich jetzt mit der Vergangenheit herumzuärgern, herumzuschlagen. You know how patriotic Americans are. I mean, they hold up their heroes amazingly so. Ihr wisst doch, wie patriotisch die Amerikaner sind. Sie lassen ihre Helden hochleben. And our heroes from World War II, well, they are our greatest heroes. Und die Helden aus dem Zweiten Weltkrieg, das sind unsere größten Helden. But a researcher about 2 years ago discovered something. Ein Forscher hat vor 2 Jahren Folgendes herausgefunden. 40% of all of these American soldier heroes from World War II 40% der amerikanischen Helden aus dem Zweiten Weltkrieg never left America. haben Amerika niemals verlassen. They spent their entire army time shoveling horse manure in Mississippi. Sie haben ihre ganze Militärzeit damit verbracht, Pferdemist in Mississippi zu schaufeln. See, we have no idea what happened in America during World War II. Wisst ihr, in Amerika haben wir gar keine Ahnung, was während des Zweiten Weltkriegs passiert ist. It just is very simple little childish stories. Es gibt einfach diese so kindliche Geschichten. How are you ever going to find out what happened? Und wenn es uns so geht, wie sollt ihr herausfinden, was wirklich passiert ist? You got to get away from it now. Ihr müsst raus aus dieser Vergangenheit, weg damit, weg Get your davon. minds on the future. Denkt an die Zukunft. This will help the mentality to change tremendously. Und das hilft euch enorm, die Art und Weise, eure Gedankenmuster zu verändern, eure Mentalität. I insist that you begin loving yourself as Germans. Und ich bestehe auch weiterhin darauf, dass ihr jetzt anfangt, euch selbst als Deutsche zu lieben. It's not a suggestion from me. Das ist meinerseits bitte nicht als Empfehlung verstehen.
I insist that you do this. Ich bestehe darauf, dass ihr das tut. I love you because you're worthy of being loved. Ich liebe euch, weil ihr es wert seid, geliebt zu You werden. have so much beauty within you as Germans. Ihr tragt so viel Schönheit in euch als Deutsche. You cannot give me one good reason here tonight in this room why you should not say, Keiner von euch kann mir heute einen richtig guten, triftigen Grund geben, um mir weiß zu machen, warum ihr Folgendes nicht sagen könnt. I am proud to be German. Ich bin stolz darauf, Deutsch zu There's sein. not a single reason you can give me. Es gibt keinen einzigen Grund. That's Bletchley Park talking. Das ist dieser Bletchley Park Mist. This guy in the backseat of my car, Dieser Mann auf dem Rücksitz im Auto. he had learned how to repeat something. Er hat es gelernt, Dinge zu wiederholen, wiederkauen. I need you to start thinking again as Germans. Und ich bitte euch darum, euch wieder anfangen zu denken als Deutsche. There is no reason whatsoever for you to feel guilty about anything. Es gibt keinen einzigen Grund dafür, euch für irgendetwas schuldig zu fühlen. Do you remember the man in the back seat who felt guilty? Könnt ihr euch an den Mann auf dem Rücksitz erinnern, der sich schuldig fühlte? He hadn't harmed anybody, Der hat keiner Fliege was zuleide getan. but he felt terrible all the time. Und er fühlte sich die ganze Zeit so schlecht. That's not wisdom, Das hat nichts mit Weisheit zu tun. that's stupidity. Das ist Dummheit. Okay. Yep. So, and I also need you to start loving other Germans as themselves. Und ich bitte euch auch, andere Deutsche unvoreingenommen, uneingeschränkt zu lieben. Don't try to change them. Don't criticize them. Versucht sie nicht zu verändern, versucht sie nicht zu kritisieren. You're going to need them as badly as they are going to need you. Ihr braucht sie genauso sehr, wie sie euch brauchen. Love them as they are, Nehmt sie so, wie sie sind, liebt sie so, wie sie sind. and find something positive to say about them. Und findet doch irgendetwas Positives, was ihr über diese Menschen sagen könnt. This will spread all over Germany. Das wird sich bundesweit verbreiten. Where there's a dark cloud today, Wo sich heute eine dunkle Wolke befindet, the sun will come out. wird dann die Sonne hervorkommen. Once you know about Bletchley Park, Wenn ihr euch einerseits mit Bletchley Park vertraut macht, and you were never supposed to know about Bletchley Park, und es war übrigens nicht beabsichtigt, dass ihr jemals über Bletchley Park etwas erfahrt, you're now free of everything to do with Bletchley Park. seid ihr jetzt nun befreit von all dem, was jemals mit Bletchley Park zu tun gehabt hat. It was a big lie Es war eine riesengroße Lüge, to make you easy to control, um euch leichter zu beeinflussen, zu manipulieren, zu to keep you kontrollieren, always down and always in confusion. damit ihr immer unten gehalten werdet und immer in einen Zustand der Verwirrung. A permanent identity crisis. Es ist eine dauerhafte Identitätskrise. And now it's gone from you. Und jetzt ist dieses von euch abgefallen, es ist weg. Now, in only a short period of time, the perfect storm will be here. Und innerhalb kürzester Zeit wird der perfekte Sturm hier erscheinen. It is not of human origin, Dieser Sturm ist nicht menschlichen Ursprungs. so your regime can't fight against it. Insofern kann die Bundesregierung dagegen nichts unternehmen. The allies can't fight against it. Auch die Alliierten nicht. And it's a free gift sent to help you to be free. Und es ist ein Geschenk, was dazu dient, euch zu befreien. But what if you don't want to be free? Aber mal angenommen, ihr wollt gar nicht die Freiheit. 4% of Germans are awake today. Rund 4% der Deutschen sind heute erwacht. 96% are asleep and want to stay asleep. 96% befinden sich im Tiefschlaf und wollen dort auch verharren. They want freedom as bad as you do, Sie wollen auch die Freiheit genauso wie ihr, but they're afraid. aber sie haben Angst. What if there is something wrong with being German? Wie wäre es denn, wenn da vielleicht doch etwas Falsches daran läge, Deutsch zu sein? And what if we come free?
Und was passiert, wenn wir auf einmal frei and sind we grow strong again? und wir auf einmal stark werden? Won't somebody just come and squash us again? Kommt da nicht auf einmal von irgendeiner Ecke jemand an und zerdrückt uns wieder und macht uns platt? The 96% is full of doubt, Die 96% sind voller Zweifel. and they've never had any German examples to look to. Und sie hatten keine deutschen Vorbilder, zu denen sie aufblicken konnten. And so now, after tonight, Also, nach dem heutigen Abend, when they begin to wake up, wenn sie jetzt nach und nach erwachen, and the perfect storm will help them begin to wake up, und darin wird ihnen der perfekte Sturm auch unterstützen, they're going to be looking at you. werden sie zu euch aufblicken. They're going to be testing you Dann werdet ihr auf den Prüfstand gestellt. the same way you came here tonight to look at me Genauso wie ihr heute Abend hier erschienen seid, um mich anzuschauen and test me. und mich auf den Prüfstand zu stellen. And if they find that you're halfway normal, Und wenn sie euch für halbwegs normal halten, halbwegs, then they will want to wake up. dann wollen sie von sich aus erwachen. Dann werden And sie es wollen. they'll start getting a little natural German courage, Und dann entwickeln sie diesen natürlichen deutschen Mut, which has been missing for a long time. der seit geraumer Zeit nicht zu sehen oder zu erkennen war. Germany is not strong as we sit here tonight. Deutschland ist nicht stark, so wie wir heute Abend hier sitzen. You have a Bundeswehr, but they don't have the right weapons. Ihr habt zwar eine Bundeswehr, aber die haben ja nicht mal die richtigen Waffen. They don't have the right equipment. Die haben nicht die richtigen Geräte. They don't have the right training. Sie haben nicht mal die vernünftige Ausbildung. And the Allies won't allow them to have the right spirit Und die Alliierten untersagen es ihnen, den richtigen Geist dafür zu haben, to defend their country. um das Land zu verteidigen. If Liechtenstein wanted to invade Germany tomorrow morning, Mal angenommen, Liechtenstein würde morgen früh hier Deutschland einnehmen, they would win. würden sie gewinnen? Now where are you? Und wo steht ihr denn da? Okay. The perfect storm is going to give you additional strength Der perfekte Sturm dient dazu, euch noch mehr Kraft zu geben. Es wird euch unterstützen. that the Allies have not allowed you to have. Und zwar die Kraft, die von den Alliierten bislang untersagt wurde, unterbunden wurde. And I am here not with words alone tonight. Und ich bin nicht nur mit Worten hierher gekommen heute Abend. I come to you with power Ich komme mit einer Macht, mit einer Kraft and a demonstration of power. und einer Demonstration, einer Ablichtung von meiner Macht. And I will be with you until you're on your feet, Und ich begleite euch, bis ihr selbstständig auf eigenen Füßen steht, until you're coming into unity with other Germans, bis ihr wieder in eine Einheit bildet mit anderen Deutschen and I start to see the normal German courage in you, und bis ich die ursprüngliche den deutschen Mut in euch erkenne, and then I will leave you. und dann werde ich euch wieder verlassen. Because this is a job that's only for Germans. Weil diese Aufgabe obliegt ausschließlich den Deutschen. Nobody outside is going to help you, Keiner von außerhalb wird euch zu Hilfe kommen. and you don't need to look outside for help. Und ihr müsst nicht mal von außen Hilfe erwarten oder ersuchen. I'll make you a promise. Ich gebe euch ein Versprechen. You have everything in you that you need to build a new Germany. Ihr tragt alles in euch. Ihr seid voll ausgestattet mit all dem, was es vonnöten ist, um ein neues Deutschland zu erbauen. All Steckt you alles in euch. need is unity, Ihr braucht die Einheit and you'll do just fine. und ihr werdet eine großartige Aufgabe meistern. I'm going to stop for a minute, Ich halte jetzt mal inne. and I need you to practice being Germans by asking good questions. Und ich möchte, dass ihr es jetzt erstmal anfangt zu üben, gute Die- Deutsche zu sein, indem ihr gute Fragen stellt. The old Germans prior to Bletchley Park, Die alten Deutschen, also die Zeit vor Bletchley Park, for centuries, haben über Jahrhunderte yeah, they would ask questions and keep asking questions until they found the truth. die haben immer wiederholt Fragen gestellt, bis sie auf die Wahrheit gestoßen sind. Why don't you practice? Was haltet ihr davon, das mal zu üben? Okay. I belong to you tonight. Heute Abend gehöre ich euch. Okay. What questions do you have? Habt ihr irgendwelche Fragen?
There isn't any. Gute Deutsche. Yeah, go ahead, ma'am. Ich habe mich immer gefragt, wie es sein kann. Also ich habe in Großbritannien studiert. She studied in Great Britain. Gotcha. Ich bin sehr häufig in Kanada gewesen. She's been often in Canada. Ich war 2018 am Canada Day in Kanada. She was 2018 on Canada Day. She was in Canada. Und das ist ein Ereignis. And that's a real event. Gesamt-Kanada ist auf den Beinen. And all of Canada is there attending the festivity. Mit T-Shirts und der Flagge und T-shirts and the flag irgendwelchen and Hüten hats. mit einem Sonnenschirm mit der Flagge drauf und alle So sind very fröhlich, patriotic. alle singen. Everybody's singing. Es ist ein riesengroßes Fest. It's Ganz Kanada great- ist ein Fest. All of Canada is one great Und alle sind festivity. stolz, Kanadier zu sein. All of them are proud to be Canadians. Das ist etwas, was ich in Deutschland nie erlebt habe. Also ich habe es erlebt in der I've Kindheit. never experienced this in Germany. Auf dem Bauernhof habe ich das erlebt. I once experienced it on a farm here in Also in Germany, meiner Familie. in my family. Aber es ist seit Jahrzehnten But since nicht mehr vorhanden. decades, this sense of festivity is not there. Yes. Und alle finden es toll, dass die anderen Nationen ihre Nationalität feiern. And the other nationalities, the other nations, they all celebrate their countries. Aber keiner traut sich, But nobody dares to here in Germany. haben wir eigentlich sowas wie einen Deutschlandtag? She's asked, do we have something like a Germany Day? Do we have a sort of a... We don't even have a German Day. No. And you do have one day in which your president gets up with a sad, sad face and makes it into a negative as versus a positive. And Also I es think gibt that's schon the 1871 day. He makes it into like a funeral as versus a celebration. Also es gibt einen Tag, da wird irgendwie das Jahr 1871 gefeiert und dann steht euer Präsident auf, der ist sowieso schlecht drauf und dann wird dieser Tag gefeiert und dann sind alle noch schlechter drauf, also wird ganz traurige Angelegenheit. It's like somebody died. Also wie bei einem Begräbnis. Okay, keep going. Do you have a question for me? Also ich stelle mir die Frage, wie wird es uns gelingen, How can we make it solch einen Spirit, to get einen the spirit, Geist zu entwickeln, to develop the spirit? How are we going to make it? Yes. Hey, I'll tell you what. I got a good idea for you. You know, I said that we're going to have this big Lagerfeuer on Sonnenwende. Do you remember me Kannst du dich saying daran that? erinnern, dass ich gesagt habe, wir werden ein Riesenlagerfeuer haben zur Sonnenwende? The idea of the Lagerfeuers up on the hilltops all over Germany was part of the spirit. Also zum Beispiel, wenn man auf allen Hügeln in Deutschland so ein Lagerfeuer errichten würde, das wäre doch Teil dieses Spirits, dieser Bewegung. Yeah, and then the German government banned it because they said it was too German. Und dann hat die deutsche Regierung, das Verband hat das verboten, weil sie gesagt haben, das wäre zu deutsch. For years you couldn't have it. Seit Jahren konntet ihr so etwas nicht You veranstalten. get a big fine for celebrating Da wurde man sogar mit einer Strafe versehen. the coming of summer. So I got an idea for you. Ich habe eine Idee für dich. Let's take a real look at what Germans actually do when they're German. Lass uns mal da einen Einblick nehmen in die Dinge, die ein Deutscher tut, wenn er wirklich in seinem Deutschtum ist, Deutsch sein. Okay? Musical composition worldwide throughout history. Also das sind zum Beispiel die musikalischen Komponisten und die gehen weit zurück durch die Geschichte der Menschheit. Top 10 in the world. Die ersten 10 weltweit. German speaking, German thinking. Die Deutsch sprechend, Deutsch denkend, die Komponisten. Creations, musical creations that are otherworldly. Musikalische Schöpfungen, die nicht von dieser Welt sind. No other nation has been able to produce anything like this. Kein anderes Land konnte überhaupt annähernd so etwas Gleiches entwickeln. Top 300 in all of history. Die ersten 300 in der Weltgeschichte, 187 are German. davon sind 187 Deutsche. There's only a few little Germans
Und wenn man betrachtet, es gibt nur ganz wenige Deutsche, but they dominate musical composition worldwide. weltweit gesehen, aber sie sind führend, was das Komponieren von Musik. But they also dominate science worldwide. Aber sie sind auch führend in der Wissenschaft, und zwar weltweit. They also dominate literature and poetry worldwide. Gleiches gilt für die Literatur und für die Dichtung. They also dominate engineering and manufacturing Und worldwide. auch für die Konstruktion und Ingenieurswissenschaft. That's the history books that we didn't want you to see. Und das steht in den Geschichtsbüchern, die wir euch vorenthalten haben. And this was century after century. Und das ging Jahrhundert um Jahrhundert ging das so mit den Normal Errungenschaften. achievement by Germans. Das war Standard für die Deutschen, eine Standardleistung. Before World War I, Germans were the world export masters. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Deutschen weltweit Exportführer. Nobody could compete with you. Niemand konnte mit den Schritt halten. In every area, you were number one or number two. In jedem Bereich des Lebens wart ihr entweder an erster oder an zweiter Stelle. People would pay a premium to get anything made by Germans. Leute haben Geld gezahlt, um irgendetwas zu bekommen, was aus deutscher Produktion entstammte. And there was a lot of jealousy of Germans. Und daraus resultierte sehr viel Neid. So World War I came and you were squashed. Und dann kam daraufhin der Erste Weltkrieg und ihr wurde zerquetscht. That's the end of the Germans. Das sollte das Ende der Deutschen sein. Don't have to compete with them anymore. Jetzt sind wir diese Bürde los, jetzt müssen wir mit denen nicht mehr in Wettbewerb treten. In less than 10 years, you had rebuilt your country bigger, better, and stronger than before. Und in weniger als 2 Jahren habt ihr euer Land wieder aufgemacht, größer, besser und stärker als je zuvor. And before World War II, once again, you were the masters of exports all over the world. Und somit wart ihr auf einmal vor dem Zweiten Weltkrieg wieder Exportmeister weltweit. Everything you did not only worked, Alles, was ihr in die Hand genommen habt, funktionierte nicht nur, but it had sustainability built into it. sondern es hat eine integrierte Nachhaltigkeit. It had something special and different. Es hat etwas Besonderes, was Einzigartiges. And that's what people wanted. Und das ist genau das, was die Menschen haben wollten. Jealousy, Neid squashed again. und schon wieder zerquetscht. You get the picture, people? Merkt ihr jetzt das Bild? Merkt ihr, was da passiert ist? When you are German, Wenn ihr Deutsch seid, you are just too good. seid ihr einfach zu verdammt gut. Just out of you naturally, Einfach aus eurem natürlichen Wesen heraus. in every area of human activity, In jedem Bereich des menschlichen Wirkens you produce beautiful, creative things produziert ihr wunderschöne, schöpferische, kreative Dinge. that the whole world benefits from. Und die ganze Welt hat einen Nutzen daraus, profitiert daraus. You've been asleep for 75 Ihr years. wart jetzt nun 75 Jahre lang im Tiefschlaf. There's been a big dark hole in the world. Dadurch gab es ein tiefes schwarzes Loch weltweit. If you only knew who you were, Wenn ihr bloß wüsstet, wer ihr wirklich seid, you would realize how precious you are. würdet ihr merken, wie wertvoll ihr seid. And then you'd have 6 or 7 days a year, Und dann hättet ihr 6 oder 7 Tage pro Jahr. like Canadian Day or like a Canada mit Day or Boxer mit Day Feierlichkeiten. or the 4th of July in America. Wie diesen kanadischen Feiertag oder wie der 4. Juli, der auch ein Feiertag ist in den USA. My wife and I attend a little church near our hometown. Meine Frau und ich, wir sind zu einer Messe gegangen. And every Memorial Day, every Veterans Day, every 4th of July, Und an jeglichen Feiertag, unter anderem den 4. Juli, the veterans stand up stehen zum Beispiel die Veteranen, die stehen dann auf and everyone comes over to give them a hug and shake their hand. und dann kommen die Leute auf ihn zu und nehmen sie in den Arm und drücken sie und schütteln ihre Hände. And the Marine hymn is played and the Army hymn is played and the Navy hymn is played. Und dann werden diese ganzen Militärhymnen gespielt, die ganzen Lieder, feierlich. And it's every town in America. Und das in jeder Stadt in Amerika.
This is what I want for Germany as well. Und das Gleiche wünsche ich für Deutschland. I want you to feel good about being German. Ich möchte, dass ihr euch wohl in eurer Haut fühlt, deutsch zu sein. There's a story today that says, well, it's a very simple story and I have to tell you about it. Es gibt heute eine Geschichte, die sehr einfach ist und die möchte ich euch gerne schildern. This is the Bletchley Park historical story summarizing World War II. Das ist hier die Bletchley Park Geschichte, die den Zweiten Weltkrieg zusammenfasst. Everything the Allies have done in World War II Alles, was die Alliierten im Zweiten Weltkrieg unternommen haben, was wonderful and good. war wundervoll und gut. They had a halo on their heads Sie hatten einen heiligen Schein auf dem Kopf and all white silk clothing. und weiße Seidengewänder. But in order to be a great hero like this, Aber um so ein großer Held you zu have to sein, have a terrible villain muss man einen Bösewicht haben, der ganz who fürchterlich wears ist, only all black. der sich nur in Schwarz kleidet. And everything they do is bad. Und alles, was dieser Bösewicht macht, ist schlecht. What a stupid story. Was für eine dämliche Geschichte. These people were not heroes over here. Diese Menschen waren keinesfalls Helden. You got 800,000 murdered German teenage boys in the Rhein-Wesen-Lager. Im Rheinwesenlager wurden 800.000 deutsche Knaben ermordet. These are boys who laid down their weapons and walked singing into the prison camp. Das waren Jungs, die haben ihre Waffen niedergelegt und sind singend ins Gefängnislager reinspaziert. Knowing that the heroes in all white would take care of them. Und sie sind davon ausgegangen, dass die Helden, die in weiß angezogenen Helden, sich um sie kümmern würden. And they were given one slice of bread for every 7 boys. Und als Nahrung haben sie eine Scheibe Brot bekommen, die sie zu 7 teilen mussten. 7 Knaben, eine Scheibe Brot. And 800,000 of them died from starvation and exposure. Und 800.000 von diesen sind gestorben, weil sie verhungert sind und weil sie den klimatischen Bedingungen ausgesetzt wurden. Later this year, I'm going to call for a march on the Rhine. Später im Jahr werde ich zu einem Spaziergang aufrufen, und zwar am Rhein entlang. And I'm hoping to get 400,000 Germans there. Und ich hoffe, dass sich so ca. 400.000 Deutsche versammeln werden. And I think most of them will be women now. Und ich gehe davon aus heutzutage, dass die meisten davon Frauen sein I'm werden. afraid that German women have a little more courage than their men. Ich befürchte, dass die deutschen Frauen etwas mutiger sind als And ihre they're Männer. also a little more attuned to the future that's coming. Und sie sind auch etwas mehr im Einklang mit der bevorstehenden Zukunft. But another reason why it needs to be mostly women Aber es gibt noch einen Grund dafür, weswegen es vorwiegend Frauen sein sollten. is because I have the authority Ist, weil ich die Macht habe, die Befugnis, to call forward all 800,000 of those souls, die 800.000 verstorbenen Seelen aufzurufen, to call them out of the Fegefeuer sie aus dem Fegefeuer herauszuheben and to set them free. und sie freizulassen. And they are going to be set free by walking with you Und sie werden dadurch freigelassen, indem sie mit euch gemeinsam spazieren, along the Rhine. am Rhein entlang. You see, a mother, a sister, a wife, or a girlfriend who wanted to come and throw a piece of bread over the fence Es gab einmal eine Frau, eine Mutter, eine Freundin, eine Schwester, und sie hat versucht, ein Stück Brot über den Zaun rüberzuwerfen, at the Rhein-Wesen-Lager, bei dem Rheinwiesen, beim Lager der Rheinwiesen. was shot dead Und sie wurde erschossen by the order of Dwight Eisenhower. unter dem Befehl von Dwight Eisenhower. So I'm hoping that
hundreds of thousands of Germans will come that day. So hoffe ich inbrünstig, dass Hunderte Tausend von Deutschen an dem Tag erscheinen And werden. let the women have a piece of bread or an apple in their hands. Und die Frauen sollen ein Stück Brot oder einen Apfel in den Händen halten. And we'll put up a little stretch of barbed wire Und dann werden wir einen Maschendrahtzaun aufziehen. right where the Rhine Basin Lager was. Genau dort, wo die Rheinwiesenlager waren. And every German woman can throw it over the fence. Und dann kann jede deutsche Frau das, was sie in den Händen hält, über diesen Zaun rüberwerfen, Without fear of being shot dead. ohne zu befürchten zu müssen, erschossen zu werden. These 800,000 souls who were murdered Diese 800.000 Seelen, die ermordet wurden, are going to be marching with you that day, werden an dem Tag side by side. Seite an Seite mit euch marschieren. When you start to come free, Sobald ihr frei werdet, they too are going to be free. werden sie auch befreit. It's going to be a joyous day all Im over gleichen Germany. Atemzug. Es wird ein wunderschöner Feiertag sein in ganz Deutschland. You have many, many things to celebrate. Es wird für euch zahlreiche Gelegenheiten und Dinge geben, die ihr feiern könnt. Maybe we should have a day every month to Vielleicht- celebrate Germans. Vielleicht sollten wir im Monat einen Tag für einen Feiertag einrichten. Monatlich einen Tag. What other questions do you have for Habt ihr me? noch weitere Fragen? Ja, ich habe eine verrückte Frage. He's got a crazy question. A crazy question. Oh, good. Good. Und zwar dieser Sturm, über den Sie sprechen, The storm that you're talking about, kommt mir so bekannt vor, it aus seems einem anderen Zusammenhang. the storm you're talking about seems a little bit familiar to me, but from a different context. Okay, go ahead, sir. Wobei Sie ja auch sagten, dass das nicht aufhaltbar ist für die Bundesregierung. But you also said that the storm can't be prevented by the politicians. No, they can't. They can't do anything about it. Und was ich eben gehört habe, ist, dass es gibt sozusagen so ein Event geben, unter anderem auch, wo nicht Humanoide sozusagen, die uns gut gesinnt sind. I said there's supposed to be an event with some entities which are not humanoid. Well, yeah, that's right. Humans, the perfect storm is not of human origin. That's true. Yes, sir. Go ahead. Und also wir befassen beide, ihr und Elke und ich befassen uns schon ein paar Jahre damit. Und They're dealing with this issue since several years, him and Elke. Yeah. Okay. Und wir können eigentlich nicht mit vielen Leuten darüber sprechen, weil es so absurd ist. And we can't talk to many people about this issue because it's so absurd. Agreed. Und meine Frage ist, natürlich ist das, was Sie eben unter diesem Sturm verstehen, eine Hilfe von anderen Lebewesen, die uns gut gesonnen sind, die nicht auf der Erde. The storm is supported by some entities which do not come from this earth. Und wie ist die Frage, bitte? Yes. What is your question, Ja, was sir? ist die Frage? Also sind es diese Wesenheiten, die helfen sozusagen dem Sturm? Are these foreign entities who are going to help the storm? He wants to know who's going to do the storm if it's rising from foreign entities. Well, you could say foreign entities, but Man kann andere Wesen sagen, I'm not the only one who loves you. aber ich bin nicht der Einzige, der euch liebt. And I'm not the only one who wants justice for you. Und ich bin nicht der Einzige, der Gerechtigkeit für euch möchte. Okay. And when I say not of human origin, Und wenn ich zum Beispiel die Worte nehme, nicht menschlichen Ursprungs, then to me it means of spiritual origin. dann meine ich spirituellen Ursprungs. And that's where the power comes from. Und daher kommt die Kraft, die Macht. Because without the perfect storm, you are trapped. Weil ohne den perfekten Sturm steckt ihr tief in einer Falle. You're too weak to get out of the trap on your Ihr own. seid einfach zu schwach, aus eigenen Kräften dieser Falle zu entkommen. So you're getting some help Also kriegt ihr Hilfe von außen, from a source that has great power. von einer Quelle, die über enorme Kräfte verfügt. Okay.
Who else has got a question for Wer me? hat noch eine Frage? Okay. Yeah. Go ahead, sir. Yes. Thank you. Ja, ich bin so in meinem ganzen Leben, so wenn ich mein ganzes Leben Revue passiere, If I look back at my life, bin ich in meiner Familie der Verrückte. Und ich I've always been the bei crazy meinen man in Freunden my immer der Verrückte, family, crazy bis ich man mich with vor my 4 Jahren, families. sag mal, so weit gebracht habe, dass ich nur noch alleine war. And 4 years ago, I Ja, decided to live on my Es war own so gut wie keiner mehr da. because nobody else was there. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt mein Verrücktsein And I've her? always Kann es asked, sein, where dass does my wir, craziness come weil wir from? uns ja nicht mehr erinnern können, also ich kann mich einfach nie erinnern, Says, well, I an- just can't auch wenn remember. ich mich wirklich ganz tief mit mir beschäftige. And even if I'm Ob dealing doch with in myself, uns irgendwelche Dinge sind, it says, die I can't remember. I'm uns, trying to find out if also dass something ich is nochmal in really, die Selbstliebe komme und dass ich if, nochmal in if meine something Ruhe is a komme, little bit war weird and eigentlich für mich awkward unmöglich. with me, because I always thought, Und ich I war never heute thought that I meine was able Selbstliebe. Ich bin to heute start annähernd loving in der myself, Mitte. but nowadays I have started to learn to Ob love wir myself, and I'm in my middle again. Wo kommt meine komplette Verrücktheit her? And sometimes I ask myself, where does my craziness come from? Well, So verrückt wie das Ganze war, gab Ja. es ja die Frau. you're sensing the change. Du spürst den Wandel. Ja. That is a very real change Und dieser Wandel ist wahrhaftig das. that's happening in Germany. Echt. Und das, was gerade hier in Deutschland passiert. You're being prepared to love yourself again. Du wirst darauf vorbereitet, in die Selbstliebe zu kommen. You're being opened and prepared for that. Du wirst geöffnet, du wirst darauf vorbereitet. And I have already seen deeply into the deutsche Seele. Und ich hatte bereits einen tiefen Einblick in die deutsche Seele. And there is nothing whatsoever wrong with you. Da gibt es überhaupt gar nichts, was verkehrt darin ist. The was Germans falsch have darin been ist. made to feel as if they're crazy. Es wurde euch aufoktroyiert, euch verrückt zu fühlen. They've been made to feel alone. Es ist oft aufoktroyiert worden, dass ihr euch einsam fühlt, And as verlassen. if their feelings, no one else has those feelings. Und als hätte sonst niemand diese Gefühle. And that's why your unity is so important. Und deswegen ist es so eminent wichtig, dass ihr wieder in die Einheit gelangt. You need to be connected with other Ihr Germans. müsst euch mit anderen Deutschen verbinden, Netzwerken. And you're going to find that they too are starting to feel the same thing you're feeling right now. Und ihr werdet herausfinden, dass ihr genau die gleichen Gefühle habt wie ihr, dass ihr das Gleiche erleben wie ihr. There's going to be a lot of good, wonderful tears in Germany over the next year. Es würde viele Freudentränen geben in Deutschland im Laufe des nächsten You've Jahres. been holding yourself tight for too long, Ihr habt euch viel zu lange in eine Schlinge festgehalten. and when that heart opens and the deutsche Seele comes free again, Und wenn das Herz öffnet und die deutsche Seele endlich frei wird, nearly every one of you in this room will feel tears. wird fast jeder hier im Raum That's- Tränen in den Augen bekommen, Freudentränen. Those are good tears. Das sind gute Tränen. That's the sign you're on track to freedom. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr auf dem rechten Weg in Richtung Frieden seid. Don't fight against them. Kämpft da nicht gegen an. Okay. Now, Gentlemen. if you use love as your weapon, Und wenn ihr jetzt Liebe als Waffe nimmt, Freudscher, ne? Deutsch und Liebe verwechseln, you have no enemies no enemies can defeat you. dann gibt es keine Gegner, die euch besiegen könnt. If they try to fight against you, Wenn sie versuchen, euch zu bekämpfen, they're going to look stupid. werden sie dumm aussehen. You can't fight against love. Man kann gegen Liebe nicht kämpfen. That's why it's necessary for you to love yourself in the same way that I love you. Deswegen ist es so eminent wichtig, dass ihr in die Selbstliebe kommt und zwar euch so liebt, so wie ich euch liebe. You have no idea of the beauty that's within you. Ihr habt gar keine Ahnung von der Schönheit, die ihr in euch tragt. Any other questions for me? The gentleman over there. Okay, are you behind the camera, sir? Sorry, I hope I can have a question too. Yes, you may have a question, yes. Der Grund, Ja. dass die Deutschen so sind, wie sie gerade beschrieben wurden, liegt das in der Offenheit für die spirituelle Ebene
Oder was ist der Grund? Was steckt dahinter, dass wir so besonders sind? What's the reason for us being so special? I just want to repeat one time. The reason Bletchley Park had to happen Ich wiederhole es noch einmal. Der Grund, weswegen Bletchley Park stattfinden musste. If I may speak American English for a moment, Darf ich jetzt für einen Moment amerikanisch-englisch sprechen? you're too damn good. Ihr seid einfach zu verdammt gut. Yeah, but what is the reason that we are so good? Is it the spirituality in our soul? Well, Germans are when you are Germans. Wenn ihr euer Deutschsein lebt. This will be good for the camera. Das ist jetzt gut für die Kamera. Okay. When you are Germans, Wenn ihr Deutsch seid. Germans will look up to the stars. Die Deutschen schauen dann zum Beispiel die Sterne. They are very romantic people. Das sind höchst romantische They have a Menschen. deep spiritual nature within them. Sie tragen in sich eine tiefe spirituelle Natur, ein spirituelles Wesen. And in the stars, they're always looking for perfection. Und in den Sternen suchen sie immer nach Perfektion, nach Genauigkeit. They want to take something that's up there and make it concrete. Sie wollen etwas, was da oben ist, einfach nehmen und es in Recht und Ordnung bringen. And they're never satisfied. Und sie sind niemals zufrieden. The tüfteling immediately starts Dann fangen sie sofort an zu tüfteln, until they finally get perfection, or as close as they can. bis sie eine naheliegende Perfektion erreichen. And immediately that very night, Und genau an dem Abend they're not satisfied with it anymore. sind sie damit nicht mehr zufrieden, They mit wanna dem, was sie make it erreicht better. haben. Dann wollen sie es noch verbessern. Germans always are looking into the heavens to Deu- make perfection. Die Deutschen blicken stets in den Himmel hinein, um eine noch größere, noch bessere Perfektion zu erzeugen. Yeah. Whether it's systems, whether it's automobiles, whether it's machines, Geht es um whatever Systeme. Germans do, they can't leave it alone until they make it as perfect as they can. Die Deutschen können sie einfach nicht lassen, sei es Systeme, sei es Autos oder sonst was. Sie werden so lange dran tüfteln, bis sie aus dem Perfekten etwas noch Perfekteres gestaltet haben. Sie And, können es einfach nicht and lassen. one of the reasons that Germans are able to do this Und eins der Gründe, weswegen Deutsche überhaupt in der Lage sind, so is etwas because zu they tun, don't do it for money. ist, dass sie es nicht aus finanziellen Gründen machen. Germans aren't natural capitalists. Die sind keine natürlichen Kapitalisten. You just only been pretending to be capitalists Ihr habt es euch bislang nur vorgemacht, dass ihr Kapitalisten seid, to please the capitalist, um den Kapitalisten zu gefallen. the Allies. Und zwar den Alliierten. That's why Germans always succeed when they are Germans. Das ist der Grund dafür, Deutsche immer erfolgreich sind, wenn sie in ihrem Deutschsein sind, in ihrer eigenen deutschen Haut, im Wesen. I'm not asking you to get more education or to be taller or to be anything different. Ich bitte euch nicht darum, euch noch mehr zu bilden oder größer zu werden oder euch überhaupt irgendwie zu verändern. All I want you to do is to relax and be who you were created to be. Entspannt euch einfach und seid der ihr werdet solltet, der ihr seid. You're going to be amazed at the creativity and the innovation that begins to flow again. Ihr werdet dann erstaunt sein über den Fluss der Innovation und der Kreativität, der dann anfangen wird zu fließen. But not only in you, but in all other Germans. Aber nicht nur in euch, sondern in alle Deutschen. And that's what I've seen in the future. Und das habe ich bereits in der Zukunft A gesehen. nation in love. Eine Nation, die voller Liebe ist. Yeah. And a nation using love. Und eine Nation, die auch mit der Liebe gut umgeht. With all of its natural gifts here in Germany, Mit all den natürlichen Gaben, die hier in Deutschland sind. for the benefit of the entire world, Zum Wohle aller, zum Wohle der Welt. who has been waiting for you for a very long time Und now. die Welt hat schon sehr, sehr lange auf euch gewartet. You are very, very fortunate people. Ihr seid sehr, sehr als glücklich zu bezeichnende Menschen. 2 years from now, Innerhalb von 2 Jahren, von heute, you won't remember my name. werdet ihr meinen Namen vergessen haben. You won't remember anything about me. Ihr werdet nichts mehr über mich wissen. You'll be too busy
building your country, Ihr werdet zu sehr damit beschäftigt sein, euer eigenes Land wieder aufzubauen. and you'll be too busy having fun Und ihr werdet zu sehr damit beschäftigt sein, wieder Spaß zu haben. with each other. Und zwar miteinander. In 2 years from now, if you wish, In 2 Jahren, ab heute, und falls ihr es wollt, you'll be able to say out loud, werdet ihr folgenden Satz laut aussprechen können. I am proud to be German. Ich bin stolz, Deutsche zu sein. And there'll be no penalty to it at all. Und da wird es keine Strafe für geben. It'll be just as natural as, hello, good morning. Es wird genauso natürlich über eure Lippen kommen wie ein Hallo oder ein Guten Morgen. Write it down, you'll see what I'm seeing. Schreibt es nieder, ihr werdet es schon sehen. Okay. Listen, thank you very, very much. Vielen, vielen Dank. Okay, I have to go now. Ich muss jetzt reisen, muss Okay. jetzt los. You got it. Thank you, Nancy. You're wonderful. Hey, isn't she good? Isn't she wonderful? How about a round of applause?